Die verlorene Erinnerung. Mitten in der Nacht wachte Lara schweißig auf. Etwas stimmte nicht. Ihr Telefon blinkte mit einer unbekannten Nachricht. Erinnere dich an den 5. Oktober. Geh dorthin, wo alles begann. Lara kannte kein wichtiges Datum am 5. Oktober. Doch in ihrem Inneren spürte sie eine seltsame Unruhe. Sie zog sich an und verließ ihr Appartement. Das Ziel: ein alter, seit Jahren verlassener Freizeitpark am Stadtrand. Als sie ankam, war der Eingang seltsamerweise offen. Zitternd betrat sie den dunklen Park. Die Luft roch modrig, Karussells standen still, als würden sie Geister der Vergangenheit beherbergen. Plötzlich ein Flackern. Eine Leuchttafel sprang an. Willkommen zur Show, Lara. Ihr Herz raste. Wer kannte sie hier? Warum diese Botschaft? Dann tauchte eine Figur aus der Dunkelheit auf, eine Silhouette, die ihr bekannt vorkam. »Endlich bist du da«, sagte die Gestalt. »Zeit, dich zu erinnern.« Laras Gedanken überschlugen sich. Sie erinnerte sich plötzlich an frühere Albträume, an eine Kindheit, die ihr immer seltsam vage vorkam. Die Gestalt trat ins Licht. Es war ein Mann mit kalten Augen. »Du hast vergessen, was hier passiert ist. Aber die Wahrheit lässt sich nicht löschen.« Dann öffnete er eine Tür zu einer alten, verfallenen Halle. An den Wänden hingen Fotos von ihr als Kind. Neben ihr ein Junge, ihr Bruder. Lara schnappte nach Luft. Sie hatte keinen Bruder. Oder doch? Plötzlich durchfuhr sie eine Erinnerung wie ein Blitz. Der 5. Oktober. Ein Unfall. Der Junge fiel von einem Fahrgeschäft. Niemand sprach je wieder darüber. Ihre Familie hatte ihr Gedächtnis manipuliert. »Jetzt erinnerst du dich«, sagte der Mann leise. »Jetzt musst du entscheiden. Willst du die Wahrheit behalten oder sie wieder vergessen?« Lara stand zitternd da. Der Freizeitpark schien sich um sie herum zu drehen. Konnte sie mit der Wahrheit leben? Plötzlich begann sich das Karussell neben ihr langsam zu drehen. Die Lichter flackerten, als würde die Vergangenheit wieder zum Leben erwachen. Stimmen wisperten in der Luft, als ob unsichtbare Zuschauer ihre Entscheidung erwarteten. »Lara, die Wahrheit hat ihren Preis«, sagte der Mann und reichte ihr ein altes Notizbuch. »Hier steht alles geschrieben. Die Frage ist, willst du es wirklich wissen?« Lara öffnete langsam das Buch. Die ersten Seiten waren voller Kindheitserinnerungen, echte Erinnerungen, die sie nie kannte. Doch je weiter sie las, desto düsterer wurde die Geschichte. Der Junge auf den Bildern war tatsächlich ihr Bruder, und sein Tod war kein Unfall. Jemand hatte ihn absichtlich gestoßen. Die Erkenntnis ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. »Wer war es?« flüsterte sie. Der Mann sah sie lange an, bevor er antwortete. »Jemand, der wollte, dass du vergisst. Und jetzt wissen sie, dass du dich erinnerst.« Ein eisiger Wind zog durch den Park. In der Ferne erklang das Echo von Schritten, die sich näherten. Lara wusste, sie war nicht allein und jetzt gab es kein Zurück mehr. Ein schriller Schrei zerriss die Stille. Dann wurde alles schwarz. Als Lara wieder zu sich kam, lag sie mitten auf dem alten Karussell. Ihr Kopf schmerzte, ihre Hände waren zitternd. Doch das Notizbuch lag immer noch neben ihr. Sie schlug es erneut auf, diesmal waren neue Seiten darin, Seiten, die zuvor nicht existiert hatten. Ihr Herz blieb fast stehen. Die letzte, mit zittriger Handschrift geschriebene Zeile lautete: »Lara, du hast ihn gestoßen. Du hast ihn getötet. Und sie haben dich vergessen lassen.« Laras Atem stockte. Plötzlich sah sie sich selbst auf den alten Fotos, ihre Augen voller Angst. Sie erinnerte sich. Der Mann mit den kalten Augen trat wieder aus den Schatten. »Jetzt weißt du es, Lara. Aber was wirst du damit tun?« Die Stimmen aus der Dunkelheit flüsterten ihren Namen, die Karusselllichter erloschen endgültig, und die Vergangenheit hatte sie wieder eingeholt. Doch dieses Mal entschied Lara sich anders. Mit zitternden Fingern riss sie die letzten Seiten aus dem Notizbuch und hielt sie über eine der alten, flackernden Laternen. Das Papier fing Feuer, die Vergangenheit wurde von den Flammen verschlungen. »Ich bestimme meine eigene Wahrheit«, flüsterte sie und drehte sich zum Mann um. Doch er war verschwunden. Der Park war plötzlich still.
Keine Stimmen, keine Schatten, nur das Echo ihrer eigenen Atmung. Lara verließ den Park, ohne sich umzusehen. Sie wusste, dass manche Geheimnisse besser begraben blieben. Doch als sie in ihr Auto stieg, vibrierte ihr Telefon. Eine neue Nachricht leuchtete auf dem Bildschirm. Du kannst es verbrennen, aber du kannst es nicht vergessen. Wir beobachten dich. Laras Herz setzte einen Schlag aus. Der Albtraum war noch nicht vorbei.